Im heutigen Video geht es mal wieder um Schwarz-Weiß-Bilder. Ich kann es mir zwar nicht ganz erklären, aber einige von euch wollten wissen, wie ich in Schwarz-Weiß fotografiere und wie ich auch anschließend meine Bilder bearbeite. Nun gut, ich muss ja auch nicht alles verstehen. Wenn ich mit der Fuji so unterwegs bin, läuft die Kamera zu 90% im Blendenprioritätsmodus. Außer den Blendeneinstellungen ist dann also alles auf Auto gestellt. Es sei denn, ich bin nachts unterwegs, dann kommt die Kamera meist in den manuellen Modus, um den ISO so gering wie möglich zu halten und die Belichtung so anzupassen, wie ich das gerne möchte. Klappt nicht immer, aber meistens. Als Knipser aus Leidenschaft habe ich die Blende dann für alle Fälle meist auf 5.6 oder manchmal sogar 8 eingestellt. Mit dieser Blende und der Minimumverschlusszeit muss ich mir dann weniger Gedanken über scharfe Bilder machen, insbesondere da ich auch noch viel aus der Hüfte schieße. Also ohne Sucher oder Bildschirm. Natürlich gibt es aber auch viele Situationen, bei denen ich gerne offenblendig fotografiere. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Beim Autofokus nutze ich unterschiedliche Einstellungen. Nachts, wenn es zu wenig Licht hat, wechsle ich meistens in den manuellen Fokus und nutze Focus Peaking, um das Bild scharf zu stellen. Tagsüber hingegen bin ich fast immer im Single-Autofokus unterwegs und wenn es mal darum geht, Personen einzufangen, kann ich jederzeit den Gesichtsautofokus über einen Button aktivieren und die Kamera geht automatisch in den AFC über. Super praktisch, aber nur, wenn man nicht zu viele Gesichter im Bild hat. Beim ISO nutze ich eine der 3 ISO-Auto-Einstellungen. Die sind bei mir nach Tageszeit angelegt. Für tagsüber habe ich den Basis-ISO auf 125 festgesetzt, den maximalen ISO auf 3200 und die gewünschte Minimumverschlusszeit auf 1/320. Mit dieser Verschlusszeit und dem Max-ISO ist man fast immer auf der sicheren Seite, um Bewegungen entsprechend einzufrieren. Ich muss nicht lange nachdenken und kann einfach abdrücken. Für abends und nachts bleibt der Basis-ISO ebenfalls auf 125, der Max-ISO steht auf 6400 und die minimale Verschlusszeit habe ich hier auf 1/100 heruntergesetzt. Meistens habe ich die Kamera so eingestellt, dass sie sowohl JPEGs als auch RAWs aufnimmt. JPEGs zum einen, um zu sehen, ob ich mein Schwarz-Weiß-Recipe endlich mal dazu bekomme, so auszusehen, wie ich das möchte, und zum anderen, um keine Bilder mehr im Anschluss bearbeiten zu müssen. Was mir ehrlicherweise immer noch nicht ganz gelungen ist. Zumindest bin ich mit den Ergebnissen immer noch nicht ganz zufrieden. Aktuell experimentiere ich immer noch mit den Einstellungen wie beispielsweise Licht und Schatten, Dynamic Range, Schärfe und Klarheit. Ich mag es, wenn die Bilder starke Schwarz-Weiß-Kontraste haben. Aber Grau in Grau ist auch okay, wenn das Motiv passt und man hat ja auch nicht immer dieses Spiel von Licht und Schatten. Als Filmsimulation nutze ich in letzter Zeit eigentlich fast nur noch Acros Plus R. Acros Plus R simuliert den Effekt eines Rotfilters, den man zu Schwarz-Weiß-Filmzeiten vor die Linse geschraubt hat. Dieser Filter hält die Rot-, Orange- und Gelbtöne auf und dunkelt die Grün- und Blautöne ab, was mir persönlich sehr gut gefällt. Acros ohne Filter macht aber auch Laune. Und wer es weniger kontrastreich mag, der sollte einfach mal Monochrome testen. Bei den JPEG-Einstellungen für Acros habe ich ansonsten gar nicht so viel verändert. Der Weißabgleich ist auf Auto und bei den DR-Einstellungen wechsle ich je nach Lichtverhältnissen zwischen Auto und DR400. Bei DR400 wird der Basis-ISO aber auf 500 gesetzt und der Sensor versucht ein Ausbrennen der Lichter zu verhindern. Damit rauscht das Bild dann aber auch ein bisschen mehr, sodass man getrost auf einen Körnungseffekt verzichten kann. Lichter und Schatten habe ich jeweils auf +2 gesetzt, um möglichst viel Kontrast zwischen hell und dunkel in die Aufnahme zu bekommen. Den Schärferegler habe ich etwas zurückgenommen und bei Klarheit bin ich immer noch etwas unentschlossen. Ein super Effekt, allerdings benötigt die Kamera bei der Aufnahme etwas Zeit, um diesen Effekt anzuwenden. Das heißt, die Kamera rödelt 1 bis 2 Sekunden nach der Aufnahme, bis das Bild gespeichert ist. Macht das Ganze in der Praxis etwas langsam und deshalb stelle ich Klarheit auch meistens auf 0 zurück. Da ich mit den JPEGs direkt aus der Kamera ja immer noch nicht so ganz zufrieden bin, nutze ich meistens die RAWs für die Bildbearbeitung in Lightroom. Und um es gleich vorwegzunehmen, das geht natürlich auch mit anderen Bildbearbeitungsprogrammen, bei denen man nachträglich die Filmsimulation sowie die Tonwerte anpassen kann. Um meine Schwarz-Weiß-Bilder in Lightroom zu bearbeiten, habe ich mir wie immer ein paar Presets erstellt.
So kann ich relativ schnell entscheiden, ob ich Acros oder Acros Plus R nehme und wie viel Klarheit mein Bild bekommen soll. Bei Interesse findet ihr die Acros Presets wie immer in meinem Shop. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Die Bearbeitung einer Aufnahme startet bei mir also als allererstes mit der Wahl der Schwarz-Weiß-Film-Simulation, also meistens Acros oder Acros Plus R. Nach der Korrektur der Belichtung wird der Kontrast auf plus 20 oder plus 30 erhöht, um noch etwas mehr Schmackes ins Bild zu bringen. Und durch die Verwendung des Presets sind auch schon einige Tonwerte als Basis definiert, die jetzt aber noch entsprechend angepasst werden müssen, was ja in der Regel auch bei allen Presets so ist. Wenn man die Optionstaste gedrückt hält beim Verschieben des Weiß- oder Schwarzreglers, kann man sehen, ab welchem Wert das Bild anfängt zu klippen. Und genau über diese Werte gehe ich dann noch etwas hinaus, um so viel wie möglich zusätzlichen Kontrast zu erzeugen. Anschließend werden die Lichter und Schatten noch angepasst. Die Lichter reduziere ich aber nur so weit wie ich muss und bei den Schatten versuche ich, dass die dunklen Bereiche nicht ganz absaufen. Und bei anderen Bildern wiederum gehe ich mit den Schattenwerten auch ins Minus, um die unwichtigen Bildteile abzudunkeln. Als letztes sind jetzt noch die Präsenzwerte dran, wobei ich mich hier meistens auf die Anpassung von Klarheit und Dunst beschränke. Klarheit erhöht den Kontrast in den mittleren Tonwerten und mit dem Dunstregler kann man ebenfalls noch etwas mehr Bums in die Aufnahme bekommen. Es gibt natürlich aber auch immer wieder Aufnahmen, bei denen diese Regler und Werte in den Minusbereich wandern, insbesondere wenn man einen etwas weicheren Look haben möchte. Die Anpassung muss für mich also nicht nur zum Bild passen, sondern ist auch in großen Teilen immer Geschmackssache. Die restlichen Einstellungen in Lightroom, wie beispielsweise die Gradationskurve oder Effekte, nutze ich nur selten. Was ich aber durchaus hin und wieder nutze, ist die neue Entrauschen-Funktion, insbesondere bei ISO-Werten ab 6400. Diese funktioniert super und lässt sich auch in der Stärke relativ gut anpassen. Damit wären wir jetzt aber auch schon wieder durch für heute. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wie ihr eure Bilder bearbeitet. Vielleicht nutzt ihr ja noch etwas, an das ich noch gar nicht gedacht habe. Und wer jetzt keine Lust hat, die Presets nachzubauen, findet die Acros Presets in meinem Shop und den Link dazu in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Ausprobieren.